Für mich ist Tuning wirklich einfach so also so ganz generell gesagt, die Leidenschaft, ein Auto nach meinen Wünschen zu modifizieren und dann aber mit den Mitteln, die ich halt habe. Und das ist natürlich, in meinem Fall, vielleicht bin ich jetzt relativ privilegiert. Ich habe jetzt, sag ich mal, viele Mittel gehabt, da viel reinzustecken. Ich finde, das macht aber zum Beispiel andere Umbauten, wo jemand einfach halt in seinem Hinterhof oder in seiner Einfahrt mit den günstigsten Mitteln versucht hat, das Geilste rauszuholen. Ich finde, dass alle gleichmäßig wertgeschätzt werden sollten und jeder quasi den gleichen Teil in der Tuning-Community haben sollte. Das Treffen der Leute, ne? Leute mit den gleichen Interessen, sich mit den Leuten austauschen, das feiere ich schon übertrieben, auch wenn es nur hier so ein simples zum Waschen gehen einfach ist. Ne? Gehst hin und erfreust dich halt einfach an geilen, schönen Autos, so egal wie die halt sind. Ich finde auch, also ich versuche das auch, sag ich mal, bei meinem Social Media und sowas, auch so zu kommunizieren, so dass ich mag keinen Markenhass und sowas. Ne? Mir ist voll egal, ob jetzt jemand Opel, BMW, Mercedes, JDM, ob es jetzt deutsche Autos, Eurocars, was auch immer sind, so, und auch egal, was daran gemacht ist. Ich will einfach so mich mit Leuten treffen, die auch genauso, sag ich mal, offen dazu sind und sich genauso mit allen einfach austauschen wollen und niemand irgendwie für irgendwas. Klar, muss nicht immer alles jedermanns Geschmack sein, finde ich auch okay, aber auch da gibt es ja so Unterschiede, wie ich das kommunizieren kann. Ich kann das ja voll negativ machen und so, oder ich mache das halt, ja. Also ursprünglich war es eigentlich geplant, dass ich brauchte einfach ein zweites Auto so für die Arbeit, also für meine Selbstständigkeit. Und dann war einfach irgendwie so, ich kaufe mir einen Golf. Das ist halt eine Golf so zuverlässig. Ich habe mit VAG mein ganzes Leben irgendwie immer, oder die letzten Jahre immer gehabt. Dann habe ich irgendwie gedacht, ja, eigentlich wäre es ganz cool, wenn mein Auto vielleicht doch ein bisschen mehr PS hat. Und für mich war dann so, ja, GTI war schon okay, wäre auch okay gewesen. Und R einfach wegen des Allrads, dachte ich mir, dann kaufe ich mir halt einen R. Und eigentlich war auch wirklich der Plan, da gar nichts dran zu machen. Also so absurd das klingt, wenn man das Auto jetzt sieht. Ich wollte wirklich nichts daran machen. Nach 2 Monaten hatte ich direkt ein Fahrwerk drin. Das war ich auch bescheuert. Und dann ging es, ich glaube mit dem Fahrwerk, wie du das gerade genannt hast, so der Synapsenschuss mit dem Fahrwerk war dann wirklich so, ich weiß nicht, dann habe ich so erstmal so dieses typische so APR-Tuning, so mir da übelst viel gekauft, dann das erste Mal Folie. Und jetzt in den letzten 4 Jahren, seit 2019 habe ich den Wagen, in den letzten 4 Jahren habe ich meinen Wagen halt 5-mal foliert, der hat einen Breitbau gekriegt, einen 5-Zylinder, ja, keine Ahnung, dann ist es irgendwie eskaliert. Ich glaube, erklären kann man das nicht so richtig. Ich liebe den Wagen einfach unfassbar, also wie der sich fährt und so, und ich glaube, dann habe ich gesagt, ich finde den Wagen so geil, da mache ich jetzt mehr draus. Ja, die RS3-Motor war tatsächlich nie wirklich so geplant, sondern es war erstmal so, dass ich, als der Breitbau kam, gesagt habe, so, okay, ich will ein bisschen mehr Leistung haben, als ich jetzt davor gefahren bin, weil der Breitbau bremst natürlich ein bisschen, einfach schlechterer CW-Wert und so. Das wollte ich halt so ein bisschen abfangen, dass ich einfach wieder so, ich war ja beim APR, bei der Stage 1 Plus oder wie die es nennen, 390 PS oder so, und wollte halt mehr. Dann kam halt ein Upgrade-Turbolader und ein anderes Paket, bin später bei fast 500 PS dann gewesen, war natürlich deutlich schneller. Und da habe ich eigentlich immer so daher gesagt, naja, wenn der Motor mal kaputt geht, ja, dann mache ich da aber einen RS3-Motor rein. Es war aber eigentlich so dahingesagt, ich war mir eigentlich sicher, der 4-Zylinder geht nicht kaputt, weil ich wirklich alles gemacht habe von Schmiedekolben, Pleuel, da war wirklich alles gemacht. Ich dachte, der geht nie kaputt. Ja, dann ist er letztes Jahr 2022 im Frühjahr doch kaputt gegangen. Dann gab es erst die Überlegung, ja, wir bauen einen neuen 4-Zylinder auf. Das wäre aber auch schon relativ teuer geworden. Da hatte ich ein bisschen Glück und habe einen RS3 von der Projektaufgabe, also einen RS3-Motor und so, von der Projektaufgabe sehr günstig geschossen eigentlich. Und dann war klar, okay, jetzt machen wir den 5-Zylinder. Und ich finde, das macht halt das Projekt auch nochmal deutlich besonderer. Irgendwie mit dem Breitbau, das
ja, so ein bisschen Endstufe dann. Einmal halt, als der Vierzylinder einfach kaputt gegangen ist, da ist man natürlich im ersten Moment so sackig und sagt sich so, nee, okay, ich hau da Serien Vierzylinder rein, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, am ersten Tag direkt nach dem Schaden so, nee, ich hole jetzt so einen AT-Motor von VW, ich knall den da rein und dann kommt die Hütte weg. So ein Scheiß, ja. So viel Geld da reingebraten und alles gleich kaputt gegangen und dann war auch nicht mehr wirklich was zu retten. Das war aber schnell verflogen, erst recht mit dem 5-Zylinder-Projekt war natürlich so, ah ja geil. Und dann war Anfang dieses Jahr, also das Frühjahr scheint eher so ein bisschen mein Pech zu sein, dann hatte ich ja einen Wildunfall, dann ist mir ein Wildschwein in die Fahrradtür gerannt und dann war der Kotflügel vorne gebrochen. Und da hatte ich eigentlich so eine ähnliche Stimmung von, ey, immer ist irgendwas. Und es ist ja nie so mein richtiges Verschulden gefühlt, weil ich pflege den natürlich übertrieben. Und dann, da dachte ich auch so, nee, ich scheiß jetzt drauf. Da hatte ich auch wieder am ersten Tag, wo der Schaden war, abends dann, wo ich dann zur Ruhe gekommen bin, so, nee, der kommt weg. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber im Endeffekt, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das Ding weggeben kann. Da steckt so viel Nerven, Zeit, Geld, weiß ich nicht, was alles drin, und das ist so individuell, dass ich glaube, der wird wahrscheinlich bei mir bleiben und irgendwann halt mal als nicht mehr Daily einfach stehen und dann am Wochenende vielleicht mal genossen werden. Wer weiß, was in 10 Jahren überhaupt mit Verbrennern ist, ja. Anfangs hatte ich beim Innenraum erstmal mit so einer Mikrofaserfolie gearbeitet. Da habe ich alles, angefangen habe ich mit den Türen so, die wollte ich einfach ein bisschen schöner haben, da habe ich so Mikrofaserfolie darauf gemacht, alles ausgebaut, so mit meinen Kindern zusammenfoliert und so. Das hat eigentlich krass Bock gemacht, das lag mir irgendwie, hat gut funktioniert und sah dann auch erstmal schön aus. Und ich fand es so gut sogar, dass ich dann irgendwann sogar die Mittelkonsole ausgebaut habe und das Armaturenbrett im eingebauten Zustand, zumindest bis zu der ersten Sicke, die hier vorne drin ist, auch mit der Folie foliert hatte. So. Und das war schon cool und ich fand auch, dass es irgendwie besonderer aussah. Aber so über die Zeit fand ich, hat die Folie so den Look verloren. Die sah dann irgendwie, die war sehr fusselanfällig und so. Und ich dachte mir eigentlich bei dem Umbau, so richtiges Alcantara und so wäre schon nice. Und da ich ja die Sitze auch schon hatte von einem Sattler und alles, dachte ich mir, eigentlich wäre es viel geiler, wenn du die Türpappen und alles, dann haben wir mit den Türpappen auch erst wieder angefangen. Währenddessen war die Mittelkonsole weiter und hier das Armaturenbrett mit der Folie noch bezogen. Und dann ist so ein bisschen, da bin ich immer so super penibel, der Farbton von dem richtigen Alcantara in den Türpappen und dem Rest, sag ich mal, der Sitze hat halt dann nicht mehr zu der Folie gepasst. Und dann bin ich trotzdem so noch relativ lange rumgefahren, aber irgendwann meinst du, nee, weißt, das muss jetzt angepasst werden. Und dann haben wir halt Mittelkonsole und Armaturenbrett auch durchgezogen. Und ich finde, es sieht halt einfach, ja, hat so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre, ist schon sehr gemütlich. Ich finde, es sieht einfach geil hochwertig aus. Ja. Eine Zeit lang war das wirklich so auch so meine einzige Möglichkeit abzuschalten. So. Also gerade letztes Jahr auch viel, wo es mir nicht kopfmäßig vielleicht nicht ganz so gut immer ging. Das war echt so, ich bin nachts einfach ins Auto, manchmal wenn dann alle Straßen einfach rumgegurkt, so nicht mal jetzt irgendwie krass aufs Gas getreten, sondern einfach so rumcruisen und dann halt diesen Content produzieren, ne? Fotos, Videos von meinem Auto machen. Da konnte ich dann einfach wirklich nur was für mich machen. Ja? Das ist so und auch dieses, also ich bin jetzt auch nicht so ein Autobahnfahrer, also so lange Strecken ist jetzt kein Problem, aber ich fahre halt schon eigentlich lieber Landstraße und so. Ich weiß nicht, ich liebe das. Das ist, weiß nicht, schon so ein Gefühl von Freiheit irgendwie, ja. Mich frei zu bewegen, in dem Tempo, wie ich mag. So natürlich mit Rücksicht auf andere logischerweise irgendwie so, aber das ist schon, wenn man mir das wegnehmen würde, würde das, glaube ich, schon, das wäre schlimm für mich, ja. So absurd das klingt irgendwie wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt gar nicht so Einzelkomponenten. Das Projekt ist ja immer die Jahre so Stück für Stück gewachsen. Und ich glaube, worauf ich generell so stolz bin, weil das auch vielleicht so ein bisschen aus meiner Feder ist, ich finde schon, dass die Designs, auch wenn die relativ auffällig sind, da steckt ganz schön viel Gehirnschmalz drin so. Klar, ich setze es nachher nicht alleine um, so ich komme zwar auch ein bisschen aus dem Grafikbereich, aber
So die Ideen und wie ich mir das genau vorstelle, da ist natürlich auch wieder dann das, was wir gerade besprochen haben mit den Partnern, sag ich mal. Da habe ich dann irgendwann einen guten Partner gefunden, der das dann so gut umsetzen kann, wie ich das gerne hätte. Und ich glaube schon, dass dieses auch jetzt mit dem neuen Design, da steckt ja auch ganz viel Idee hinter, dass das Auto so aus allen Perspektiven anders aussehen soll. Und das finde ich, oder auch so die Balance, was ich versuche zu schaffen, so zwischen einem Performance-Auto, was halt, sag ich mal, deswegen fahre ich auch Static und nicht Luft, auch wenn Luft halt optisch geil wäre. So die Balance zu finden zwischen einem übelsten Showcar, weil es einfach krass aussieht, und dann im Auto, was aber auch wie das, was ich gerne mache auf der Landstraße, einfach die Performance bringt, so die ich gerne hätte. Und das ist, ja, darauf bin ich schon stolz. Ich feiere das schon. Das, so wie das Projekt insgesamt dasteht, glaube ich, ist das schon, ja, krass besonders. Ja. Für mich auf jeden Fall. So, Das Witzige ist, so unvernünftig wie das Projekt ist, und obwohl meine Frau auch jetzt so gar keinen Bezug, sag ich mal, zum Tuning eigentlich hat, sie kann unfassbar gut nachvollziehen, warum ich das mache und dass mir das was bedeutet, und deshalb akzeptiert sie es auch, weil sie sieht dann, wie gut es mir dadurch geht, und das ist natürlich, sie wünscht sich ja, dass es mir gut geht, genau wie ich mir das bei ihr wünsche. Ansonsten gibt es natürlich so ein paar Leute, so ein Kumpel ist einfach Bergschan, so, der ist bei jeder Scheiße, bei allem immer dabei, der war auch in den Schäden, oder wenn ich halt diese Aufgabegedanken hatte, dann immer so, ach nee und so, und hat mir dann gut beigepflichtet. Ansonsten natürlich voll viele Leute, die einfach an dem Auto gearbeitet haben, auch teils unter übelst dem Zeitdruck. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt viele Firmen nennen muss oder so, ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig. Einfach so wirklich, das ist auch, sag ich mal, der Sattler oder seins die Folierer, das ist ja bei meinem Projekt gerade, weil mit diesen besonderen Schäden oder so, wie mit dem 5-Zylinder-Umbau, der wurde in 3 Wochen durchgezogen. Also nachdem die Teile da waren, die ich ja teils besorgt habe, das ist auch unfassbar schnell, ja. Oder auch die Folierung jetzt, die neue, das wurde zwischen anderen Projekten, damit ich zu den Treffen wie auch dem inneren Blumenpflücken fahren kann. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Leute nicht, da wurde teils nachts bis um 2 einfach geackert, ja. Und das ist natürlich ohne so eine Leute nicht möglich gewesen, ja. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal von Sauerkrauts, lasst ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare vielleicht, was ihr mit der Kohle für so einen Umbau gemacht hättet. Vielleicht hättet ihr ein ganz anderes Projekt gestartet oder sowas. Gibt ja 1000 Möglichkeiten, die es da gibt. So muss ja jetzt kein Golf sein. Und, ja, ich hoffe einfach wirklich, euch hat das Video gefallen. Mir hat der Tag richtig Bock gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.